Wenn du Blut spendest, rettest du damit nicht nur das Leben von anderen Menschen, sondern du verlängerst damit auch gleichzeitig dein eigenes. Denn mit jeder Blutspende kannst du deinen Körper verjüngen und so dein biologisches Alter zurückdrehen. Blutspenden ist somit ein echtes, wirksames Anti-Aging-Mittel. Und dieses Anti-Aging-Mittel ist sogar kostenlos. Klingt so gut, um wahr zu sein, oder? Stimmt aber. Studien haben gezeigt, dass Blutspender tatsächlich länger leben. In diesem Video erfährst du, was Wissenschaftler herausgefunden haben, warum das so ist und was es mit den Blood Boys, einer speziellen Blutspendergruppe in den USA, auf sich hat. Hast du schon mal was von den Blood Boys gehört? Das ist in den USA die Bezeichnung für eine ganz bestimmte Gruppe von Blutspendern. Es handelt sich dabei um junge Männer im Alter zwischen 16 und 25 Jahren, die freiwillig ihr Blut spenden, aber nicht bei einer Blutbank oder einer medizinischen Hilfsorganisation, damit es zur Lebensrettung in der Notfallmedizin verwendet werden könnte. Nein, ihre Blutspende hat einen ganz anderen Zweck. Ihr gespendetes Blut wird alten Menschen transfusioniert, damit diese ihren gealterten Körper mit dem Blut der jungen Menschen, also mit dem jungen Blut, wieder verjüngen können. Klingt ziemlich gruselig und erinnert irgendwie an Dracula und Vampire und so. Doch das Ganze hat tatsächlich wissenschaftliche Grundlagen. Diese ungewöhnliche Verjüngungskur ist von einem Experiment mit Mäusen inspiriert, bei dem in einer sogenannten Parabiose die Blutkreisläufe von älteren und jungen Mäusen direkt miteinander verbunden wurden. Nicht nur im Herz, im Gehirn und in den Muskeln, sondern in fast allen Geweben scheint das junge Blut der jungen Maus neues Leben in die alternden Organe der älteren Maus zu bringen. Die alten Mäuse wurden regelrecht stärker, schlauer, gesünder und sogar ihr Fell glänzte wieder. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass irgendwelche bis dahin noch nicht nachgewiesenen Faktoren im Blut das Altern der verschiedenen Gewebe steuern. Der nächste logische Schritt in der Forschung war dann, statt die Blutkreisläufe der Mäuse zu verbinden, einfach per Bluttransfusion das Blut der Mäuse auszutauschen. Und siehe da, es funktionierte. Die Transfusion von Blut einer jungen Maus hatte die gleichen verjüngenden Effekte auf eine alte Maus wie bei der Parabiose. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, Bluttransfusionen als Anti-Aging-Therapie. Funktioniert das auch bei Menschen? Die Bluttransfusion ist ja eine bewährte und relativ sichere Maßnahme, die jeden Tag weltweit millionenfach im medizinischen Bereich zur Lebensrettung zum Einsatz kommt. Um jedoch jetzt ohne einen medizinischen Notfall, nur zur Verjüngung, alten Menschen das Blut speziell von jungen Spendern transfusionieren zu können, muss man diese beiden Gruppen gezielt zusammenbringen. Und genau das hat der Tech-Milliardär Peter Thiel, der das Ziel verfolgt, möglichst lange zu leben und am besten unsterblich zu werden, zu einem lukrativen Geschäftsmodell gemacht, als er 2017 im Silicon Valley ein Startup mit dem treffenden Namen Ambrosia mitgründete. Ambrosia ist in der griechischen Mythologie eine Speise, die die Götter unsterblich machen soll. Das Unternehmen bot eine Anti-Aging-Therapie an, die darin bestand, das Blutplasma junger Leute von Blutbanken zu kaufen, um es dann wohlhabenden älteren Menschen einzuspritzen. Billig war der Spaß dabei nicht. Eine Behandlung mit rund 1 Liter jungem Blut von einem Spender im Alter zwischen 16 und 25 Jahren kostete jeweils $8.000. Da es bislang jedoch noch keine Studie gibt, die die Wirksamkeit dieser Verjüngungstherapie bei Menschen bewiesen hat und das Spenderblut der Blutbanken für die Notfallmedizin gebraucht wird, wurde dem Unternehmen 2019 von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA die weitere Tätigkeit untersagt. Doch das sollte die Superreichen aus dem Silicon Valley, bei denen das Streben nach Unsterblichkeit gerade in Mode ist, es gibt sogar eine offizielle Rejuvenation-Olympiade, nicht davon abhalten, sich weiterhin ihre verjüngenden Bluttransfusionen zu besorgen. Und zwar von den sogenannten Blood Boys. Das sind junge Männer im Alter zwischen 16 und 25 Jahren, die bereit sind, ihr Blut für die Verjüngungstherapie direkt an die alten reichen Männer zu spenden. In der Regel werden sie für ihre Blutspende auch entsprechend entlohnt. Oder, wie im Fall des Multimilliardärs und Biohackers Brian Johnson, der übrigens $2 Millionen im Jahr für seine Verjüngungsmaßnahmen ausgibt,
kann der Blood Boy auch der eigene Sohn sein. Wie man in einem Twitter-Post von Brian Johnson lesen kann, gehört es zu den monatlichen Pflichten eines 17-jährigen Sohns, neben Zimmer aufräumen und guten Noten schreiben, auch 1 Liter Blutplasma zu spenden. Die Superreichen im Silicon Valley haben also einen Weg gefunden, ihre alternden Körper mittels Bluttransfusionen mit jungem Blut von ihren persönlichen Blood Boys zu verjüngen. Aber jetzt kommt der Clou. Auf den ersten Blick sieht es erstmal danach aus, dass junges Blut Faktoren enthält, die dem Altern entgegenwirken. Da man aber diese Faktoren bislang nicht identifizieren konnte, könnte jedoch auch die Möglichkeit bestehen, dass es gar nicht daran lag, dass dem Blut der alten Mäuse mit dem jungen Blut etwas hinzugefügt wurde. Denn da gleichzeitig auch altes Blut entnommen wird, könnten die Verjüngungseffekte vielleicht auch einfach die Folge von der Verdünnung des älteren Blutes durch das jüngere Blut sein. Genau diese Hypothese haben Forscher der University of California dann überprüft, indem sie das Blut alter Mäuse regelmäßig ersetzten. Aber diesmal nicht, wie bei den vorherigen Experimenten, mit jungem Blut, sondern ausschließlich mit proteinhaltiger Kochsalzlösung. Und siehe da, das Resultat war das gleiche, wie bei den Mäusen, die die Transfusionen mit jungem Blut erhalten haben. Und sogar noch ein wenig besser. Durch das ständige Ersetzen ihres Blutes waren die Mäuse in allen Bereichen wesentlich verjüngt, von den Muskeln über die Leber bis zum Gehirn. Das bedeutet also, dass es gar nicht darauf ankommt, dass junges Blut zugeführt wird, sondern dass das alte Blut verdünnt wird und damit etwas entfernt wird. Wenn man die Ergebnisse der Mäusestudie auf den Menschen übertragen könnte, würde das ja bedeuten, dass ein Blutspender mit jeder Spende seinen Körper ein wenig verjüngt und am Ende auch länger lebt. Es wurden wiederholt Studien durchgeführt, die gezeigt haben, dass die Sterblichkeitsrate bei Blutspendern niedriger ist als in der Gesamtbevölkerung. Also, dass Blutspender tatsächlich länger leben. Jetzt könnte man natürlich vermuten, dass das logischerweise daran liegt, dass nur gesunde Menschen zur Blutspende zugelassen werden. Diesen Effekt hat man aber auch berücksichtigt und rausgerechnet. Und dennoch bleibt das Ergebnis, dass Blutspender länger leben. Es wurde sogar ein umgekehrter Zusammenhang zwischen Spendenhäufigkeit und Sterblichkeit festgestellt. Das heißt, mit zunehmender Häufigkeit der Blutspenden wurde die Sterblichkeitsrate niedriger. Woran das aber nun genau liegt, daran forschen die Wissenschaftler noch. Da bei der Spende von jungem Blut nur das Blutplasma, also ohne die Blutzellen, übertragen wird, scheint es damit zu tun zu haben, dass mit der Blutspende ein Teil unserer alten Blutzellen aus dem Blut entfernt werden, die der Körper dann durch neue Blutzellen ersetzt. Eine Hypothese ist dahingehend, dass bei der Bildung der neuen roten Blutkörperchen überschüssiges Eisen verbraucht wird. Eisen ist für unseren Körper wichtig und notwendig. Aber zu viel Eisen kann auch schädlich sein. Und unser Körper kann nur eine gewisse Menge nicht verwendetes Eisen speichern, unter anderem in einem Protein namens Ferritin. In einer dänischen Studie wurde festgestellt, dass das Risiko für einen frühzeitigen Tod mit dem Ferritingehalt im Blut ansteigt. Und Menschen, die über 100 Jahre alt sind, haben im Durchschnitt niedrigere Ferritinwerte als Mittelaltermenschen. Warum? Weil die Menschen mit hohen Ferritinwerten bereits früher gestorben sind. Weitere Eisenüberschüsse zirkulieren frei im Blut und richten entsprechende Schäden an, die die typischen Alterskrankheiten hervorrufen. Studien haben gezeigt, dass bei einer dauerhaft hohen Versorgung mit Eisen das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Diabetes erhöht ist. Daher warnte das BfR, also das Bundesinstitut für Risikobewertung, schon zweimal, nämlich bereits 2004 und dann nochmal 2013, auch eindeutig vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln mit Eisen bzw. dem Verzehr von mit Eisen angereicherten Lebensmitteln. Gesunde Menschen haben mit einer ausgewogenen Ernährung keinen Eisenmangel zu befürchten. Dazu kommt, dass bereits in den 1990er Jahren Studien die Schlussfolgerung nahegelegt hatten, dass die derzeit als normal geltenden Eisenwerte zu hoch angesetzt sind, da die bei Vegetariern und Veganern gemessenen besonders niedrigen Eisenwerte am unteren Normbereich
keine physiologischen Nachteile wie Leistungsschwäche oder Blutarmut erkennen ließen. Wenn dann also der Körper nach dem Blutverlust durch die Blutspende neue rote Blutkörperchen bilden muss, wozu er Eisen benötigt, greift er auf die bereits vorhandenen Eisenvorräte zurück und überschüssiges schädliches Eisen wird reduziert. Eine weitere mögliche Erklärung, warum Blutspenden gesundheitliche Vorteile für den Spender bringt, ist ein Herpesvirus. Und zwar der humane Zytomegalivirus oder auch humaner Herpesvirus Typ 5. Die meisten von uns kennen ja bereits den Lippenherpes. Wenn er auftritt, ist das in der Regel nicht besonders schlimm, sondern nur unangenehm und unschön. Herpesviren haben aber eine für uns sehr ungünstige Fähigkeit, die sogenannte Persistenz. Wenn man sich erst einmal mit Herpesviren angesteckt hat, wird man sie sein ganzes Leben lang nicht mehr los. Denn die Medizin hat noch kein wirksames Mittel gefunden, wie wir sie wieder loswerden können. Denn die Herpesviren sind ziemlich clever. Um dem Immunsystem aus dem Weg zu gehen, verstecken sich die Viren in Körperzellen, insbesondere auch in Blutzellen, wo sie ein Leben lang im Ruhezustand verharren können. Da die Erstinfektion mit dem humanen Zytomegalivirus weitgehend symptomlos verläuft, merken die meisten Menschen gar nichts davon. Deshalb gehen Mediziner auch davon aus, dass ein Großteil der Bevölkerung mit dem humanen Zytomegalivirus infiziert ist. Je älter man ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, sich im Laufe seines Lebens mit dem Virus angesteckt zu haben. Sobald unser Immunsystem aber geschwächt oder mit der Bekämpfung von anderen Krankheiten beschäftigt ist, kann sich das Virus reaktivieren und Krankheiten oder sogar den Tod verursachen. Doch auch während der Ruhephase scheint es in Krankheiten involviert zu sein, denn Studien zeigten, dass bei HCMV-Positiven die typische Alterskrankheit Arteriosklerose und die damit verbundenen Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall häufiger vorkommen. Mit einer Blutspende besteht nun die Möglichkeit, auf einen Schwung eine ganze Ladung Viren, die sich in den Blutzellen versteckt haben, rauszuschmeißen. Aber egal, ob es nun daran liegt, dass schädliche Eisenüberschüsse abgebaut oder hinterlistige Herpesviren rausgeschmissen werden, wichtig ist doch eigentlich nur, dass du mit einer Blutspende nicht nur hilfst, Leben zu retten, sondern gleichzeitig deinen eigenen Körper etwas verjüngen kannst. Mit einer Blutspende kannst du dir und deinem Körper eine echte Anti-Aging-Maßnahme gönnen. Das ist doch eine echte Win-Win-Situation, oder? Leider kann dir doch nicht jeder Blut spenden, selbst wenn er völlig gesund ist. Falls du nun aus irgendeinem Grund nicht zur Blutspende zugelassen wirst, gibt es jedoch auch noch eine andere Möglichkeit, in den Genuss dieser verjüngenden Anti-Aging-Maßnahme zu kommen: der Aderlass. Bereits seit der Antike wird die Entnahme einer größeren Menge Blut als Heilverfahren angewendet und seit Jahrhunderten in den unterschiedlichsten Kulturen gegen alle möglichen Krankheiten und Beschwerden eingesetzt. Falls du einen Aderlass durchführen lassen möchtest, dann vergleiche sicherheitshalber die Preise, denn da gibt es gewaltige Unterschiede. Die meisten Hausärzte führen als sogenannte Igelleistung, die man selber bezahlen muss, einen Aderlass durch. Die Gebührenordnung für Ärzte sieht übrigens aktuell einen Regelhöchstsatz von 14,75 € für den Aderlass vor. Den Preis für die Igelleistung kann jedoch jeder Arzt selbst bestimmen. Es kommen ja auch noch gegebenenfalls Materialkosten dazu, so dass der Preis in der Regel bei 20 bis 40 € liegen kann. Auch die Heilpraktiker können die Kosten für einen Aderlass selbst festlegen und einige langen hier ganz schön zu, wie diese Beispiele zeigen. Wenn man weiß, dass die Blutentnahme nur ca. 5 Minuten dauert und anschließend der Klient noch 15 bis 20 Minuten ruhen soll, sind 120 bis 180 €, hier sogar zuzüglich 90 € für ein Vorgespräch, dann doch ganz schön heftig. Daher am besten vorher nach den Preisen fragen und vergleichen. Fun Fact am Rande: Im Mittelalter haben die Barbiere neben einem Haarschnitt und einem Bartschnitt auf Wunsch auch einen Aderlass durchgeführt. Daran erinnert noch der rote Strich auf dem Barbierstab, den viele traditionell orientierte Barbiere neben ihrer Eingangstüre angebracht haben. Vermutlich hat man wohl bereits damals positive Wirkung verspüren können, denn sonst hätte es ja wohl keiner gemacht. Aber am besten ist es natürlich, wenn das abgezapfte Blut auch noch einem guten Zweck zugutekommt und Leben retten kann. Ich für meinen Teil werde jedenfalls versuchen, die Verjüngungsmaßnahme Blutspenden in Zukunft so oft wie möglich durchzuführen.
Übrigens sind bis zu 6 Blutspenden im Abstand von mindestens 8 Wochen pro Jahr möglich. Und wie sieht's mit dir aus? Bist du schon Blutspender? Und wenn ja, wie oft spendest du? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Hast du auch positive gesundheitliche Wirkungen bei dir feststellen können? Schreib es in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm gern ein Like. Und wenn du künftig keine neuen Videos von mir verpassen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Und denk daran, wer jünger bleibt, hat mehr vom Leben.